In diesem Video gebe ich dir einen Deep Dive in die Kryptowährung XRP, die dazugehörige Blockchain, den XRP Ledger und die Gründungsgeschichte der Firma Ripple, so dass du die Verbindung zwischen der Kryptowährung XRP und der Firma Ripple für dich herausfinden kannst. Natürlich zeige ich dir die Chancen, die Potenziale als auch die Risiken. Bist du bereit? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Krypto-Pionier. XRP ist eine der ältesten Kryptowährungen, die es neben Bitcoin und Ethereum gibt. Denn XRP gibt es bereits seit 2013 und XRP hat eine unglaublich große Community und Fanbase. Jedoch ist die Kryptowährung XRP nicht unumstritten. Die Befürworter sagen, XRP wird das internationale Zahlungswesen revolutionieren und wird viele Leute unglaublich reich machen. Und die anderen sagen, XRP ist ein Bankercoin und wird durch die Firma Ripple kontrolliert. Aber was hat es mit dem Ganzen auf sich? Lass uns eintauchen in dieses spannende Video und lass uns die Aufteilung machen, welche Punkte Fakten sind und welche Punkte ins Land der Märchen und Mythen gehören. Natürlich wie immer mit allen Quellen und Daten unten im Quelldokument verlinkt, so dass du diese für dich nachprüfen kannst und dir deine Meinung bilden kannst. Doch bevor wir ins Thema eintauchen, lass mich ein Missverständnis ein für alle Mal aus der Welt räumen, dem selbst renommierte Zeitschriften immer wieder auf den Leim gehen. Der Unterschied zwischen Ripple, XRP und XRPL. Leider ist dieser Punkt überhaupt nicht klar und vor allem in der deutschsprachigen Community werden diese Begriffe wild durcheinander jongliert. XRPL ist nicht gleich XRP, ist nicht gleich Ripple. XRPL, das ist die Blockchain, das ist der XRP Ledger, also die zugrunde liegende Blockchain, auf der die Kryptowährung XRP, das ist eine eigenständige Kryptowährung, der native Token, läuft. Dann haben wir die Firma Ripple. Ripple war ursprünglich der Erfinder der Blockchain und hat auf dieser Blockchain das sogenannte RippleNet aufgebaut. Dieses RippleNet ist die Softwarelösung für Banken und für Anwendungen, die das Zahlungswesen revolutionieren will. Aber später mehr dazu im Video. Aber merkt dir diese Folie und zeigt diese Folie auch gerne oder diese Grafik gerne auch denjenigen, die dieses immer wieder durcheinander bringen. Nun, wenn das drei einzelne Dinge sind, die doch irgendwie miteinander verbunden sind, müssen wir natürlich zuerst verstehen, wie ist denn das miteinander verbunden? Das heißt, wir müssen die ganzen Puzzleteile zusammenfügen und dazu müssen wir eigentlich in die Entstehungsgeschichte zurück, damit du einen Einblick hast, wie das Ganze eigentlich genau aufgebaut ist. Doch bevor wir das machen, lass mir doch noch ganz schnell ein Abo da, drück die Glocke, um auch keinen Content mehr in Zukunft zu verpassen, denn es ist ein kleiner Klick für dich, aber ein unglaublich großer Klick für den Krypto-Pionier. Da die nächsten Minuten intensiv geballt mit Informationen sind, kannst du an dieser Stelle noch das Video stoppen und hol dir doch jetzt noch deinen erfrischenden Kaffee, dann können wir loslegen. Grundsätzlich starten wir im Jahr 2004 und zwar begann alles in Kanada, in Vancouver. Und zwar hatte dort der Programmierer Ryan Fugger ein Konzept entwickelt für ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem. Dieses Zahlungssystem war noch nicht auf der Blockchain-Technologie aufgebaut, aber es sollte revolutionär werden und sollte die Banken als Mittelsmänner eigentlich ausschalten. Er gründete damit die Firma Ripple Pay. Jetzt springen wir 5 Jahre in die Zukunft. Das Bitcoin-Netzwerk wird geboren, nämlich der erste Block wurde am 3. Januar um 19:15 Uhr durch den oder die unbekannte Satoshi Nakamoto gemeint. Und dieser Tag war der Startschuss in die neue Ära der Kryptowährungen. Was aber die wenigsten wissen, dass Satoshi Nakamoto in der ersten Zeit, als er Bitcoin erfunden hat und auch das Netzwerk gelauncht hat, eine sehr aktive Mailphase hatte. Das heißt, man konnte mit Satoshi Nakamoto kommunizieren. Und wie du vielleicht auch weißt, hat Satoshi Nakamoto Bitcoin nicht einfach so erfunden, sondern Bitcoin vereinte bis dahin viele bereits bestehende Konzepte, die aber neu zusammengefügt wurden. Und jetzt kommt der Hammer, den die wenigsten wissen. Denn Satoshi Nakamoto, dem musste bereits bekannt gewesen sein, dass Ryan Fugger ein Konzept entwickelt hat für dieses Netzwerk. Und so erstaunt es auch nicht, dass in einem Mail von Satoshi dieses Konzept, namentlich Ripple,
bereits erwähnt wurde. Satoshi, dem war bewusst, dass es ein System wie Ripple gab, aber damals, wie gesagt, ohne Blockchain-Technologie und ohne Dezentralisierung. Das ist übrigens auch ein Punkt, weshalb dann immer wieder aufkam, dass die Erfinder von Ripple unter Umständen an Bitcoin mitgewirkt haben könnten. Aber lass uns zur Zeit von Bitcoin zurückkommen. In der Zeit war es üblich, dass sich die ganze Bitcoin-Szene, das noch ein kleiner Kreis war, in Foren ausgetauscht hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo Bitcoin erfunden wurde, kommen die ersten zwei Persönlichkeiten, David Schwartz und Chet McCaleb, dazu. Und die waren zu Beginn sehr, sehr aktiv im Bitcoin-Space. Und beide waren technisch sehr, sehr stark und waren bereits Visionäre zur damaligen Zeit. Und ein Punkt, den Chet McCaleb an Bitcoin schon relativ früh angezweifelt hat, war die Tatsache, dass er gesehen hat, dass mit dem Proof of Work, das ist der Konsensusmechanismus von Bitcoin, dieses System nicht wirklich skalierbar ist, weil es einfach zu ineffizient, zu energieintensiv wird. Und er hat dort den Vorschlag gemacht, dass es doch eine andere Möglichkeit geben muss, als Proof of Work, wo Miner mit Einsatz von Rechenleistung um das Lösen eines Rätsels sind, um den nächsten Block auf die Bitcoin-Blockchain zu schreiben. Jetzt war es so, dass Chet McCaleb und David Schwartz sich zusammenschlossen 2011 und basierend auf der Idee sich ans Werk machen. Das sind beides eigentlich, ja, sagen wir mal Programmierer, Ingenieure, also die kennen sich mit der Materie aus. Die haben dann noch einen dritten dazu geholt, und zwar Arthur Britto. Dem ist sein Privatleben so dermaßen wichtig, dass eigentlich im gesamten Internet keine Bilder von Arthur Britto gibt. Und dieses Entwicklerteam, die haben zu dritt den XRP-Ledger, also die Blockchain, plus den Kryptowährungstoken XRP erfunden. Denn das Entwicklerteam des XRP-Ledgers ist damals davon ausgegangen, im Gegensatz zu Bitcoin, die eigentlich das Bankwesen komplett ausradieren wollten, beziehungsweise komplett ersetzen wollten, das wird nicht funktionieren. Aber wir können das Bankwesen revolutionieren. Und so kam es, dass sie auf die Idee von Ryan Fugger stießen, mit diesem internationalen Zahlungssystem Ripple Pay. Und so nach mehreren Verhandlungen kam es, dass Ryan Fugger sein Ripple Pay System an die drei verkauft hat. Was dann dazu kam, weil ja das eher technische Leute waren, wurde noch Chris Larsen ins Boot geholt. Der hatte natürlich auch die Verbindungen in die Szene, Finanzgeber etc. Und so wurde 2012 die Firma OpenCoin gegründet. Und von da an nahm die Geschichte seinen Lauf. Denn, wie gesagt, die wollten das internationale Zahlungssystem revolutionieren und haben on top, also obendrauf auf der Blockchain, die Softwarelösung, das ganze System RippleNet drauf programmiert und aufgebaut. Und dieses RippleNet wird bis zum heutigen Tage immer weiter ausgebaut. Das ist auch diese Plattform, wo du die ganzen Neuigkeiten hörst, wenn du liest, wieder eine Partnerschaft abgeschlossen hier, wieder eine Partnerschaft abgeschlossen da. Und lass uns auf den Zeitstrahl weitergehen. 2013 wurde dann aus OpenCoin Ripple Labs. Da kam es zum ersten disruptiven Moment, denn Chet McCaleb ist dort in diesem Trio, der war damals CTO und David Schwartz war der Chief Cryptographer, also quasi der Chef Kryptographie, sind dort mit dem Management und mit den Leuten nicht klargekommen und so hat Chet McCaleb eigentlich seine Koffer gepackt, hat das Team verlassen und hat dann parallel dazu die Stellar Development Foundation, also später die Stellar Foundation, gegründet, XLM, die es vielleicht kennen. Und dann 2015 wurde dann Ripple Labs schlussendlich in Ripple, so wie es heute ist, umgenannt. Und 2016 hat dann noch der CEO gewechselt, Chris Larsen ist dann zurückgetreten und dieses bekannte Gesicht, Brad Garlinghouse, ist dann entsprechend als CEO eingetreten. Das ist die Firma Ripple. Die ganzen Partnerschaften, die ganzen Zusammenarbeiten und die ganzen Produkte, die in diesem RippleNet drin sind, werde ich in einem separaten Video behandeln, weil das ist bahnbrechend, aber heute fokussieren wir uns auf den XRP und den XRP-Ledger. Und da ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass diese Blockchain von damals, von der Gründung an, bis heute eigentlich unabhängig davon funktioniert und 2020 wurde die XRP Ledger Foundation gegründet. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die die Weiterentwicklung der Blockchain voranbringt. Jetzt hast du gesehen, dass wir auf der einen Seite den XRP-Ledger mit XRP haben und auf der anderen Seite die Firma Ripple mit ihrer Softwarelösung RippleNet. Aber das sind trotzdem Zusammenhänge, die du wissen musst. Dazu muss man eigentlich verstehen, was die Ursprungsvision von David Schwartz und Chet McCaleb war.
Und zwar die Ursprungsversion bei der Gründung der Firma Ripple, Building the Internet of Value, also Erschaffung des Internets des Wertes oder das Internet des Geldes auf Deutsch oftmals übersetzt. Und dazu muss man wissen, schon 2009 bei der Erfindung des Bitcoins lebten wir ja schon im Informationszeitalter. Und auch schon 2009 gab es das Internet und wie du das weißt, Informationen können heute in Bruchteilen von Sekunden von einem Punkt zum anderen auf der Welt transferiert werden. Du kannst ein Mail schicken, du kannst Videotelefonie machen in den noch entlegensten Winkel. Aber was bis zum heutigen Tage nicht gelöst ist, sind Zahlungen. Das heißt, wenn du heutzutage eine Zahlung ins Ausland machst, dann dauert das in der Regel unglaublich lange, ist unglaublich ineffizient und das ganze Bankenwesen, das da hinten dran steht, ist eigentlich schon veraltet. Und so ist eigentlich das Ziel von Anfang an gewesen, dass Ripple eben genau dieses System revolutioniert und dann als Endstufe unter Verwendung von der Kryptowährung XRP eine Brückenwährung schafft, damit dieses Zahlungssystem weltweit in Sekundenschnelle geschaffen werden kann und dass eigentlich genau gleich wie man Informationen in ein paar Sekunden von einem Ort zum anderen transferieren kann, auch Werte von einem Ort zum anderen transferieren kann. Um diese Schwierigkeiten des internationalen Zahlungsverkehrs zu verstehen, muss man sich mit dem Bankenwesen auseinandersetzen. Wir haben ja weltweit den SWIFT-Standard, der bereits 1973 erfunden wurde und seither eigentlich nicht mehr wirklich weiterentwickelt wurde. Und du hörst in den sozialen Medien noch und nöcher, wie Ripple eine Partnerschaft nach der anderen abschließt, eine Bank nach der anderen reinholt. Und diese Banken verwenden allerdings zum jetzigen Zeitpunkt in den meisten Fällen noch das RippleNet und noch nicht zwingend XRP. Aber diesbezüglich tut sich aktuell einiges. Und diesbezüglich werde ich dir ein separates Video machen, weil auch hierzu, das würde diesen Rahmen sprengen. Aber ich kann dir versprechen, es tut sich da unglaublich viel und es ist unglaublich interessant, dort einen Blick reinzuwerfen. Also in naher Zukunft wirst du auf diesem Kanal ein Video diesbezüglich finden. Lass uns zurückkommen zum XRP-Ledger und der Kryptowährung XRP. Die Technologie, die David Schwartz, Chad McCaleb und Arthur Britto mit der XRP-Blockchain erfunden haben, ist bis heute einzigartig. Man muss sich das mal vor Augen führen, was diese Blockchain eigentlich kann. Und vor allem, diese Blockchain gibt es seit 2013, also schon 9 Jahre. Und in diesen 9 Jahren ist diese Blockchain absolut fehlerfrei gelaufen. Und das ist selten der Fall, dass eine Blockchain schon so lange existiert. Aber lass uns das im Detail anschauen. Die wichtigsten Fakten zum XRP-Ledger. Beim XRP-Ledger handelt es sich um eine Layer 1 Blockchain, die dezentral ist, die permissionless ist und Open Source ist. Das heißt, der Code ist frei einsehbar und es braucht keine Zugriffsberechtigung. Es kann jeder auf diese Blockchain zugreifen und es kann jeder auf dieser Blockchain aufbauen. Die Transaktionsbestätigung erfolgt in 3 bis 5 Sekunden. Das ist unglaublich schnell. Und auch die Transaktionsgebühren auf dem XRP-Ledger sind pro Transaktion verschwindend gering. Und zwar ein Bruchteil eines XRPs pro Transaktion. Das ist ein Bruchteil eines Cents. Und die Blockchain hat auch einen ordentlichen Durchsatz von 1500 Transaktionen. Dann hat die Blockchain eine sogenannte Fairness Advantage. Das heißt, es wird nicht durch einen Miner oder einen Staker entschieden, welche Informationen zuerst auf den Block geschrieben werden, sondern die Informationen werden auf den Block geschrieben in der Reihenfolge, wie sie auf den Ledger reinkommen. Das heißt, es wird niemand bevorzugt. Zudem ist es programmierbar in den Programmiersprachen Python, Java und JavaScript. Und wie gesagt, diese läuft fehlerfrei seit Januar 2013. Und was auch viele Leute nicht wissen, die wurde von Anfang an so konstruiert, dass die XRP-Blockchain eine integrierte DEX drin hat, eine dezentrale Exchange. Heutzutage in Zeiten von DeFi reden alle von DEXs, aber die XRP-Blockchain, die hatte das direkt schon in ihr Grundfundament eingegossen. Und was auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, der XRP-Ledger hat einen eigenen Konsensusmechanismus. Und dieser funktioniert weder auf Proof of Work noch auf Proof of Stake. Du hast bestimmt schon oft so Dinge gehört wie, der XRP-Ledger, der ist zentral, Ripple kontrolliert das Ganze, das ist alles ein Shitcoin, bla bla bla. Diejenigen, die so einen Quatsch rauslassen, die wissen es einfach nicht besser. Denn Fakt ist,
Wenn du dich mit dem Konsensusmechanismus wirklich auseinandersetzt, dem Konsensusmechanismus von der XRP-Blockchain, der übrigens auch im White Paper, das ich dir unten in den Quellen verlinkt habe, genau definiert ist, falls du technisch interessiert bist, dann weißt du, dass das Ganze so nicht stimmt und eigentlich wirklich Fake News sind. Denn das ganze System ist im Gegensatz zu Proof of Stake und Proof of Work so aufgebaut, dass es ebenfalls Validatoren gibt, diese Validatoren jedoch kein Incentive, also keine Belohnung kriegen. Nicht so wie beim Staking, wo es die Staking Rewards sind, und nicht so wie beim Proof of Work, wo es eben die Mining Rewards sind. Es gibt diesbezüglich einen wunderbaren Vortrag von David Schwartz, aber auch diesbezüglich, wie der Konsensusmechanismus im Detail funktioniert, werde ich dir in einem Deep Dive Video näher bringen, falls es dich interessiert. Denn dieser Konsensusmechanismus ist wirklich auch mal ein Deep Dive wert. Ganz einfach kann gesagt werden, dass jeder als Validator am Netzwerk teilnehmen kann, und es ist aktuell auch so, dass es über 150 Validatoren gibt. Und was wirklich wichtig zu verstehen ist, von diesen über 150 Validatoren hält Ripple selbst, die Firma Ripple, 6 Stück. Selbst wenn jetzt die Firma Ripple was an der Blockchain ändern möchte, da müssen die anderen Validatoren ebenfalls zustimmen. Und das Ganze ist wirklich dezentralisiert und wird über die Zeit immer dezentralisierter. Das kannst du auch in den Quellen gerne nachlesen. Und ein Beispiel, der das Ganze bestätigt, dass der XRP-Ledger wirklich dezentral ist die Abstimmung, die am 30. August von der XRP-Community gemacht wurde, dass natürlich, wenn die 14 Tage Abwartefrist überstanden sind, auch NFTs auf dem XRP-Ledger gemintet werden können. Und da hat Ripple null und gar keinen Einfluss drauf. Und ein weiterer Punkt, den du auch nicht vergessen darfst: Die Firma Ripple, die hängt mehr von der XRP-Blockchain und von XRP ab, als die XRP-Blockchain und XRP von der Firma Ripple. Das hat damit zu tun, dass das Businessmodell, eben diesen internationalen Zahlungsverkehr zu revolutionieren, auch in der Endversion mit XRP gemacht werden will. Und XRP läuft nun mal auf dem XRP-Ledger. Das muss dir bewusst sein. Das heißt, wenn Ripple aus irgendeinem Grund verschwinden sollte, läuft der XRP-Ledger und XRP weiter. Nur so viel zu dem. Fakten statt Hype. Und wenn du das Ganze zusammenfasst und auch zum Beispiel die Community anschaust, die entsprechend auf dem XRP-Ledger Projekte aufbaut, da tut sich im Moment extremst viel. Und das läuft alles ohne das Zutun von der Firma Ripple. Und jetzt hast du vielleicht schon ein bisschen Gespür gekriegt, dass der XRP-Ledger wirklich einzigartig ist und wirklich eine Bombentechnologie ist. Aber kommen wir zum nächsten wichtigen Teil, zu dem XRP-Token. Die Kryptowährung auf der Blockchain ist der XRP-Token. Zu Beginn der Blockchain wurden 100 Milliarden XRP preminted, also das heißt, die wurden damals erstellt, und der Coin ist leicht deflationär. Was heißt das? Die Transaktionsgebühren, die bei jeder Transaktion anfallen, werden geburnt, also vernichtet. Kommen wir zum nächsten sehr umstrittenen Thema, der Tokenverteilung bei der Erstellung des XRP-Ledgers und bei der Generierung der XRP-Tokens. Und zwar war es damals so, dass die Gründer 20% an sich ausbezahlt haben und 80% an die Firma Ripple. Das heißt im Umkehrschluss nichts anderes. Und das ist, wie gesagt, sehr umstritten. Man kann davon Fan sein oder nicht, aber das hier sind die Fakten, dass beim Start des XRP-Ledgers 2013 20% der Token oder 20 Milliarden XRP-Coins an die Gründer Chet McCaleb, Arthur Britto und Chris Larsen gingen. Fun Fact hier: David Schwartz hat damals freiwillig darauf verzichtet und hat dafür Anteile an der Firma Ripple erhalten. Da gibt es auch den einen oder anderen witzigen Artikel in den Quellen dazu, dass er das im Nachhinein ein bisschen bereut hat. Dann wurden eben, wie gesagt, die 80% oder 80 Milliarden an Ripple verteilt. Und zwar war das mit dem Hintergedanken, um eben genau Anwendungsfälle zu schaffen, wo XRP verwendet wird. Und natürlich auch, um das Ripple-Net aufzubauen, um Leute anzustellen, die dafür arbeiten, dass so eigentlich Investitionen in die Infrastruktur gebaut wurden. Und was an dieser Stelle massiv wichtig ist, das liest man nämlich auch immer wieder falsch in den Medien. Es gibt Mechanismen, die das Dumping verhindert. Das heißt, die Gründer haben schon von Anfang an sichergestellt, dass nicht irgendjemand hingehen kann und alle Coins auf den Markt wirft.
Lass uns das auf den heutigen Zeitpunkt anschauen, und zwar auf 2022. Fakt ist, zum jetzigen Zeitpunkt existieren noch ca. 99,989 Milliarden Coins. Aktuell sind noch am Stand Ende Juni 45,5 Milliarden im Escrow von Ripple, also 45,5 Milliarden hat noch die Firma Ripple. 11 Millionen Coins sind bereits verbrannt. Und wie du vorhin in der Geschichte gesehen hast, Chad McCaleb hat das Unternehmen verlassen, mit ihm hat er relativ viele Coins mitgenommen und der hat im Juli seine letzten Bestände verkauft. Das führt uns zum heutigen Stand. Theoretisch sind heute ca. 54,5 Milliarden XRP im Umlauf. Wieso sage ich theoretisch? Weil von diesen 54,5 Milliarden nicht alle XRP im Umlauf sind, weil man darf nicht vergessen, ein Teil der Coins ist für immer verloren, zum Beispiel wenn jemand seine Zugangsschlüssel verloren hat, und natürlich ist ein Teil dieser Coins auch bei Langzeitinvestoren und bei Leuten, die einen längeren Zeithorizont haben. Ja, das ist eine sehr große Menge an Coins und ja, es ist eine sehr große Menge, die die Gründer für sich eingesteckt haben, und es ist auch noch eine sehr große Menge, die die Firma Ripple in ihrem Escrow hält. Dazu muss man allerdings auch wirklich das in Relation setzen und schauen, welcher Ansatz die Firma Ripple verfolgt mit ihrer Strategie, den internationalen Zahlungsverkehr zu revolutionieren. Und wenn man sich den internationalen Zahlungsverkehr anschaut und sich vor Augen führt, welche Summen dort tagtäglich um den Globus geschoben werden, braucht es eine gewisse Menge an Tokens, um die Liquidität zu gewährleisten. Und aus diesem Grund ist diese Menge, das wird die Zeit zeigen, aber angebracht. Zudem ist es auch so, das ist auch ein häufiger Irrtum, der in den Medien bis zum heutigen Tage jeden Monat gewisse Leute aufschreckt. Die Firma Ripple hat über ihren Escrow nicht den vollen Zugriff. Der Escrow, das ist so etwas wie ein Safe, der mit Smart Contracts, das sind digitale Verträge, habe ich dir übrigens auch schon mal ein Video dazu gemacht, so programmiert ist, dass jeden Monat 1 Milliarde XRP freigeschaltet werden, die die Firma Ripple auf dem Markt verkaufen kann. Und bis jetzt war es immer so, dass wenn die Firma Ripple einen Teil nicht verkauft hat, diesen wieder zurück in den Escrow geschickt hat und dieser wieder blockiert wurde. Aber die Firma Ripple verkauft aktiv jeden Monat einen gewissen Prozentsatz an den Coins, um entsprechend auch ihr Business zu finanzieren. Aber eben, sie hat nicht die Möglichkeit, alles zu dumpen, wie das auch oft erzählt wird. Und sie kann nicht beliebig entscheiden. Und ein weiterer Punkt, der oft auch verschwiegen wird, Ripple, die Firma Ripple, ist sehr transparent, was die Coinbestände angibt. Falls du es nicht weißt, auch diesbezüglich habe ich dir unten die Quellen verlinkt. Ripple bringt jeden Quartal die sogenannten Quartalsberichte raus. Und dort ist auf der einen Seite immer klar geschrieben, wie viele Coins verkauft wurde, was die Einnahmen sind, so dass du das auch überprüfen kannst. Und natürlich der andere Punkt, du kannst es jederzeit auf der Blockchain selbst nachvollziehen, weil die Blockchain, das ist ja ein Open Ledger, zeichnet alle Transaktionen auf. Ein weiterer Punkt, den auch die wenigsten wissen, theoretisch ist es auch so, dass wenn sich die Mehrheit finden würde der Validatoren, könnte auch der Escrow von Ripple einfach geburnt werden. Und um noch ganz kurz bei der Firma Ripple zu bleiben, ich tease jetzt ein bisschen, aber wenn man schaut, was dort aktuell für Partnerschaften geknüpft werden, international, was für Leute von Ripple mittlerweile Posten besetzen in weltweiten Führungsgremien, dann empfehle ich dir wirklich, schau in nächster Zeit das Video an, wo ich das mal in Tiefe beleuchte. Aber genug angedeutet. Was auch nicht zu unterschätzen ist die XRP-Community. Wenn man schaut, was dort die letzten Jahre auf dem XRP-Ledger entstanden ist das ebenfalls sehr faszinierend. Da sind unabhängig ganze Ökosysteme entstanden, weitere Tokens, Verbindungen, und da wird auch in Zukunft einiges geschehen. Auch diesbezüglich lohnt sich vielleicht, wenn du in dieses Projekt einen Einblick haben willst, mal zu schauen, was hat die XRP-Community zu bieten. Und auch diesbezüglich findest du einige spannende Links unten in den Quellen. Und ein Punkt, den ich dir auch unbedingt nahelege, wenn du die Möglichkeit hast, kauf mal einfach aus Jux ein paar XRP an der Börse und transferiere das mal ein bisschen auf der Blockchain hin und her, zum Beispiel auf deinen Ledger von der Börse und dann vom Ledger wieder zurück. Du wirst staunen, wie schnell, wie effizient und wie kostengünstig XRP funktioniert.
Und das ist etwas, das kann ich jedem nahelegen. Das ist keine finanzielle Beratung, aber nur mal, um das technische Gespür zu kriegen, wie gut das Ganze funktioniert. Doch bevor ich jetzt zum Fazit und zum Ausblick komme, muss ich dir aber auch die weniger schönen Sachen erzählen. Die kritischen Sachen. Und zwar ist es so, dass aktuell in den USA ein Rechtsstreit zwischen der SEC und Ripple stattfindet. Denn die SEC hat Ripple verklagt, dass sie mit dem damaligen Verkauf von XRP sogenannte Securities oder beziehungsweise Non-Registered Securities, also nicht angemeldete Wertschriften verkauft hat. Diesbezüglich habe ich dir auch schon das eine oder andere Video gemacht, das du jetzt oben in der Playlist findest. Wenn man das Ganze anschaut, sind 2 Takeaways, die du da mitnehmen musst. Zum einen, es ist eine Seifenoper. Wenn man anschaut, was dort momentan in den USA geschieht, das ist einfach nur noch traurig. Und da fragt man sich wirklich manchmal an der Rechtsstaatlichkeit dieser Institutionen in den USA. Und der zweite Punkt, der für jeden Kryptohalter wichtig ist, dieser Angriff auf Ripple bzw. auf XRP ist auch ein Angriff auf den gesamten Kryptospace. Sei dir das wirklich bewusst. Und so ist es natürlich nicht erstaunlich, dass durch diesen Angriff viele Börsen aus Angst XRP vom Handel runtergenommen haben und der XRP-Kurs seither massiv eingebrochen ist und eigentlich auf einem sehr niedrigen Niveau stagniert. Und ich muss auch dazu sagen, solange dass dieser Rechtsstreit nicht gelöst ist, dass dort keine Klarheit herrscht, erwarte ich dort, was den Preis angeht, auch nicht wirklich irgendwelche Sprünge oder Weiterentwicklungen. Nun, da du auch den bitteren Teil der Story kennst, lass mich zum Krypto-Pionier-Fazit kommen. Das Projekt der Kryptowährung XRP mit dem XRP-Ledger fasziniert mich in 3 Punkten ganz besonders. Zum einen die verwendete und die grundlegende Technologie des XRP-Ledgers mit dem zugrunde liegenden Konsensusmechanismus und der Kryptowährung XRP. Dann der zweite Punkt, die wachsende Community, die Projekte, die unabhängig von Ripple wirkliche Use Cases auf die Blockchain bringen. Und jetzt mit der Weiterentwicklung von NFT noch mehr, weil die Blockchain schon so effizient und günstig ist, könnte auch dort ein Markt für NFTs entstehen. Und der dritte Punkt ist der Use Case, wie Ripple XRP als Endziel nutzen will. Und zwar als Brückenwährung, um den internationalen Zahlungsverkehr zu revolutionieren. Und wenn man das ganze Paket anschaut und sich das vor Augen führt, was dort aktuell entsteht, dann kann das einen schon sehr, sehr faszinieren und sehr, sehr positiv stimmen. Und wenn dann der Rechtsstreit auch eines Tages durch ist, sehe ich für meinen Teil, Achtung, keine finanzielle Beratung, ein unglaubliches Potenzial. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wie du mich vielleicht kennst, ich bin kein Moonboy. Ich schille nicht etwas auf 1000 und zurück, denn jede Chance hat ein Risiko. Und egal wie viel Potenzial ist, setz dich auch mit den Risiken auseinander. Und zwar sehe ich für meinen Teil, für meine Risikoanalyse, die ich in meinem Portfolio für den XRP-Coin mache, als Hauptrisiko jenes, dass Ripple eine Firma ist, die auch eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Und aktuell das Management zwar top ist, aber zu einem gewissen Teil das ganze Projekt, vor allem der größte Use Case, die Verwendung des XRP-Ledgers als internationaler Zahlungsverkehr, mit Ripple steht und fällt. Aus diesem Grund ist man zu einem gewissen Teil wirklich von Ripple abhängig. Und das darf man nicht persönlich nehmen. Ich finde David Schwartz ein Genie. Ich finde auch den jetzigen CEO Brad Garlinghouse extrem charismatisch und transparent. Aber aus eigener Erfahrung aus dem Management von internationalen Firmen weiß ich selbst, dass vieles mit der Führung steht und fällt. Und sollte sich dort der Wind drehen, auch Augen auf das. Es ist wichtig, dass du dich auch mit den Risiken auseinandersetzt. Denn es ist dein hart verdientes Geld und es schenkt dir niemand Geld. Nur, dass ich das hier gesagt habe. Aber nichtsdestotrotz, trotz dieser Risiken, ist das ein Projekt, wo ich unglaubliche Chancen für mich persönlich drin sehe. Warum, dass ich darin so große Chancen sehe im Vergleich zum Risiko? Naja, sehr effiziente Blockchain, die bald 10 Jahre fehlerfrei läuft, Partnerschaften von Ripple, schau mal die Vernetzungen, wo Ripple überall drin ist, schau mal die Community an, welche Projekte darauf gelauncht wurden und all diese Punkte kombiniert
kannst du natürlich unten in den Daten und Quellen selbst für dich nochmals überprüfen. Mach dir deine Meinung, teile dieses Video gerne auch in der Community, lass mir deine Meinung da und ich wünsche dir viel Erfolg und schau dir unbedingt diese Videos auch noch an.